Hey, ich bin der Reto, bin 24 und ich hatte in meinem Leben bereits 17 operative Eingriffe. Ich bin ohne Hörgerät, schwerhörig. Einen Tinnitus habe ich auch noch, aber immerhin den höre ich gut. Ich habe seit 16 Leukämie, also Blutkrebs. Zusätzlich habe ich ein Trauma von dem Ganzen, weil es mich auch sehr mitgenommen hat. Also psychisch geht es mir nicht so gut. Wieso erzähle ich das jetzt einfach so? Naja, ich hätte können sagen, mein schönstes Erlebnis in meinem Leben war ein Fallschirmsprung. Ist auch ganz cool. Aber wieso kann ich über das reden und über meine Probleme nicht? Ich habe mich gefragt, wie Jugendliche und junge Erwachsene auf das Thema reagieren, wenn ich mit ihnen darüber rede. Also zusätzlich auch noch wirklich über meine Probleme reden und schauen, was es mit ihnen macht. Und wenn die Antworten sind gut waren. Nein, halt, wir sind noch nicht fertig. Ich habe diverse Gruppen befragt und die Stimmung war recht erstaunlich. Ich rede über meine Gefühle und sie lachen. Hat das einen Zusammenhang? Oh ja, denn vielfach haben wir zusammen über mich gelacht. Aber nochmal von vorne. Es war schön zu sehen, dass für viele Menschen mit einer sichtbaren Einschränkung, wie in einem Rollstuhl oder mit Hörgerät wie ich, nichts Besonderes ist. Wie begegnest du Menschen mit einer sichtbaren Behinderung? Normal. So wie jeder Mensch. Ich finde, sie sollten einfach genau gleich behandelt werden, wie auch normal. In dem sollte man eigentlich auch halt wie die gleiche Begegnung mit dem anschließen. Ich denke halt nichts Besonderes, es ist halt... Ja, ich denke einfach dran, Ich denke nicht dran, oh mein Gott, denke so, ja cool, soll ich sagen. Es juckt mich halt nicht. Versteht mich oder sie nicht falsch. Sie zeigen sehr viel Empathie gegenüber diesem Thema und vielfach interessiert sie mega, was denn dort dahinter steckt, die Geschichte hinter dieser Person. Vielfach wissen sie einfach nicht, wie das Thema ansprechen. Was sind so die ersten Gedanken, wenn dir so eine Person sieht? Halt vor allem, wie es für die Person ist, was passiert ist. Ja, wie es dazu ist gekommen. Also sie tun mir leid. Ja, wenn sie einen Arm weniger haben, weil sie viel mehr Nachteile haben als wir und so. Ich schaue drauf und dann tut es mir leid. Ja, also, ja. Und wenn man sich dann vorstellt, man müsste mitleben. Mein erster Gedanke ist immer so, schau nicht auffällig her. Weil du es nicht böse meinst, du schaust einfach automatisch und denkst dir aber so, nicht her schauen, starr nicht her, aber du schaust halt gleich. Obwohl es nicht böse meinst. Es interessiert dich ja schon, was ist passiert. Also ich finde es immer, wenn ich so Leute sehe, finde ich es immer interessant. Wobei es halt wie etwas, was man nicht so täglich sieht, aber bei ihnen trotzdem halt nicht mega zu starren oder wie will nicht, dass es den Leuten irgendwie unangenehm ist oder so. Weil ich weiss, es ist manchmal schon ein bisschen blöd, wenn eben alle Leute dem anschauen und darum probiere ich einfach so neutral wie möglich an die Leute herzugehen. Ich habe dann das Gespräch vom Allgemeinen zu meinen Problemen gewechselt. Ich habe meinen gesundheitlichen Zustand, wie ich mich fühle, auf den Tisch gelegt und das waren die Reaktionen. Hast du bemerkt, dass ich ein Hörgerät habe? Ja. Die letzten Freitag hat das immer angehabt. Ja, es ist immer an, ja. Ich habe es nie bemerkt. Ja, es ist Für mich ist das wie eine Brille. Das ist einfach normal. Nein. Nein. Ich hatte 17 Operationen. Was, wie viel? 17. Ich habe mit 16 Leukämie diagnostiziert bekommen, also Blutkrebs. Das ist eine Krankheit, die man eigentlich erst im Alter mal bekommt. Ist aber stabil. Daraus Jahre später habe ich ein Trauma erlitten halt von dem raus, weil es mir immer gut ist gegangen. Und dann ist wieder eine Operation gekommen, und dann ist es mir wieder besser gegangen, dann ist wieder eine OP gekommen. Und dann bin ich dann psychisch schon, mein Hirn hat gedacht, mir wird es sicher wieder schlechter gehen, mir wird sicher wieder etwas passieren. Und das ist mir mega, ja, dann hatte ich Angst, Panikattacken gehabt, also ist es ganz schlecht gegangen. Wir sind im Interview. Nein, sag's nicht. Entschuldigung. Gauwitsch bitte nicht, dann kommt das nicht. Also, aber ist das nicht zu viel für mich, die ganzen Witze über so sensible Themen? Von mir aus gesehen nicht. Die da Dinge tönen so. Ja. Was? Hä? Hören wir schlecht. Wieso machst du Witze über mich? Man sollte doch über alles lachen. Hast du denn nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie verletzt werden oder so? Ich glaube nicht, weil ich sehe, wie du damit umgehst. Dass du manchmal selber Witze darüber machst oder es halt
so erzählst, dass man wie so eine Vorlage hat, um noch einen Witz daran zu machen. Und darum habe ich eigentlich nie gedacht, dass ich dich damit verletze. Und wenn es mal so weit gekommen, dass ich so das Gefühl hatte, das ist vielleicht so eine Grauzone, dann habe ich mich auch probiert, ein bisschen zurückzuhalten. Oder vielleicht fragt man schnell nachher, wie es dir geht. Weißt du, ja, ob es dir zu nahe geht oder nicht. Ich mache gerne Witze, wenn irgendjemand einen kleinen Fehler macht, die Person hochzunehmen, machen doch alle von uns. Klar, das Hörgerät habe ich jetzt nicht so gemacht oder das unbedingt so wollen. Und natürlicherweise sind ja alle Personen unterschiedlich. Also die, die vielleicht näher am Problem dran sind, was erst kürzlich hatten, reagieren natürlich viel sensibler auf das Thema. Und ist euch eigentlich irgendetwas aufgefallen? Die ganze Zeit reden wir über so ein schweres Thema und die Reaktionen und Gesichter sind so. Wie hast du dich gefühlt nach diesem Gespräch? Also es war halt lustig. Gut. Besser. Es ist so ein man kann darüber reden. So, Cool. Nee, ich habe mich wirklich cool gefühlt im Fall. Ich finde es verdammt cool, dass du es machst. So offen über das reden und eben... Ich habe das Gefühl, das bist schon mega... Das weiss ja niemand, was nicht hat, wie es ist. Ich finde es aber auch cool, wenn man so über sich selber kann lachen kann. Ja, in dieser Zeit habe ich etwas gelernt. Es tut gut, über meine Probleme zu reden. Und gerade die junge Generation ist da sehr, sehr sensibel. Sie reagieren mit sehr viel Empathie auf die Themen. Sei das jetzt eine körperliche Beschwerde oder das, was in mir innen ist. Und schlussendlich denke ich, ist doch das viel interessanter gewesen, als mein Fallschirmsprung. Und wenn wir jetzt von hier aus in die Zukunft schauen, denkst du, wirst du mir jetzt anders begegnen oder irgendwie anders mit mir umgehen oder anders auf mich reagieren? Nein, also ich glaube es nicht. Also ich muss sicher nicht bewusst, ich hoffe es auch nicht unbewusst, das musst du nicht beurteilen. Also nein, auch nicht, nein. Du bist ja immer noch der gleiche Mensch. nein, glaube nicht. Nein. Siehst du mich jetzt anders oder reagierst du anders? Nein. Lass mich nicht mal die Frage fertig sagen. Sobald du mich nervst, nehme ich das Hörgerät ab und dann habe ich meine Ruhe. Was stellst du? Hast du immer abgestellt? Ja, wenn ich sehe, ja. Die Leute schauen das Autos genau dann durchfahren. Hä? Was? Das ist nicht... Was? Das ist nervig. Fetzig. Herzig. Fetzig. Ich höre nicht so gut. Fetzig. Was ist das nicht? Erzähl. Mann, das ist nicht so. Erzähl. Das ist nicht so fetzig, ja. Und genau dann ist die Kaffeemaschine, die denkt, jetzt muss ich spülen. Weißt du, wenn ich es sogar höre, dann hören es nicht die anderen erst recht. Vorher habe ich nie mit Leuten geredet, ich war mega schüch. Jugendarbeit, sehr gut. Ja, mega. Ich bin innerlich am Schwitzen und gehe dann rennen. Wie war jetzt so das Gespräch für euch? Und wie ist Fetzig. Hast du das verstanden? Fetzig, ja, ich habe es verstanden. Jetzt habe ich so... Hast du gesagt Fans? Ein Tinnitus habe ich auch, aber immerhin den höre ich. Opfer. Hey, ich bin der Reto, bin 24, habe 17 gesehen, schon deine Schultern. Gang hinten, dass ich die nicht mehr sehe. Die nicht für die, wenn ich die brauche. Es wird lustig zum Anhören, bekomme ich den Hörschatz noch mehr.